nicht. Nach ein paar Jahren fängt einfach das Kabel an sich aufzulösen. Um das zu beheben, zeige ich euch jetzt, was ich gemacht habe. Als erstes hat man einfach hier die Kabelenden einen Schrumpfschlauch drüber geschoben. Schrumpfschlauch gibt es im Baumarkt, kann man einfach abschneiden mit der Schere und einfach ein bisschen länger lassen wie die defekte Stelle, damit das Ganze auch gut funktioniert. Mit dem Feuerzeug vorsichtig arbeiten, damit man nicht den Stecker oder das Kabel schmilzt, und nicht mit der Flamme den Schrumpfschlauch berühren, sondern nur mit der Hitze. Man kann das Ganze auch mit dem Heißluftföhn machen, aber wie gesagt, Feuerzeug hat normal jeder zu Hause, und einfach hier langsam machen und lieber mal hin und wieder etwas weggehen und gucken, wie es sich verhält, bis das Ganze komplett ans Kabel rangeschrumpft ist. Auf der anderen Seite geht es jetzt weiter. Da haben wir den kleineren Stecker. Beim kleineren Stecker können wir es sogar so machen, dass wir den Schrumpfschlauch etwas über den Stecker vorne schieben, dass dieser mit eingeschrumpft ist. Das heißt, dass der ganze Halt des Schrumpfschlauches auch bis über den kleinen Stecker rausgeht. Und dann genauso wie auf der anderen Seite vorsichtig mit der Flamme das Ganze ranschrumpfen, bis es anliegt am Kabel und mehr oder weniger dicht abschließt. Damit haben wir dann die beschädigten Stellen repariert und können das Kabel gut weiter nutzen. So, das war's schon. Nun ist das Ganze komplett fertig, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da oder schreibt einen Kommentar dazu. Bis zum nächsten Mal.